Herzensgrüße vom 17. Juni 2025. Fremde, die eigentlich Freunde waren. Hallo ihr Lieben. Manchmal liegt etwas in der Luft. Ein leises Flimmern, das sagt, Achtung, da stimmt was nicht. Das ist eine Falle. Auch heute witterten wir erst eine Falle. Doch am Ende stellte sich heraus, es waren keine Feinde, sondern neue Freunde, die unwissentlich falsche Signale gesendet hatten. Nägel, Autos und verschwundene Zelte. Der Tag begann mit einer kleinen Geste, die Großes versprach. BitWanted überließ Neuzugang Yannick eine weinrote Olga. Nicht den Top-Zustand, aber ein Anfang. Die Freude war groß, auch wenn das sichere Fahren noch etwas Übung brauchte, wie es sich im Verlauf des Tages zeigen würde. Außerdem tauschte BitWanted bei Nigo sagenhafte 1000 Nägel gegen einen Adder. Ein Tauschgeschäft, das selbst Nigo erstaunte. 700 hätten gereicht, meinte er spendabel, aber die Beresino Boys hatten mal wieder geliefert. Tja, und der Senior Bitwalker, der war sichtlich zufrieden mit seinem neuen Gefährt. Die Jungs deponierten sogar ein mittelgroßes Zelt am Auffanglager in Elektrosawodsk, eine Spende für die Küste. Doch als ich es wenig später abholen wollte, war es schon verschwunden. Das ging schnell. Wer auch immer es war, ich hoffe, das Zelt findet einen guten Platz. Begegnungen unter Vorbehalt. Black Lion begegnete beim Auffüllen seiner Zelte an der Küste in Elektrosawodsk Norwig und hätte ihn fast nicht erkannt. Das letzte Mal, als er ihn gesehen hatte, war er noch ein mittelmäßiges Bambi. Und jetzt? Voll ausgestattet und bereit, es mit den Gefahren dieser rauen Welt aufzunehmen. Zum Glück blieb er friedlich und beide gingen nach einem kurzen Austausch wieder ihrer Wege. Später meldeten sich Jamet und Black Lion aus Kamyschowo. 3 Bambis standen dort. Einer sprach Deutsch und stellte sich als Gordo vor, die anderen beiden schweigsam. Einer von ihnen legte seine Waffe auf den Boden und verharrte, der andere aber versteckte sich oder floh. Ein Hinterhalt? Möglich. Aber die Jungs vertrauten ihrem Bauchgefühl und ihren Erfahrungen, also zogen sie sich nach einer Ansprache auf Distanz zurück. Vorsicht ist keine Schwäche, sondern oft der Grund, warum man abends noch gemeinsam am Feuer sitzen kann. Prigorodki, Grillgut und Überraschungen. Am Camp in Prigorodki warteten schon Ultra und Silas. Ultra brachte Kleidung und nahm einen Saka-Reifen mit für die Bananaops. Somit schuldete ich ihnen nur noch einen Kühler. Später kamen John und sein Freund Daryl. 2 ruhige Seelen, die sich am Feuer mit mir unterhielten. Es stellte sich heraus, sie waren die Fremden, denen Jamet und Black Lion in Kamyschowo begegnet waren. Doch es war keine Falle gewesen, sondern einfach nur Menschen auf der Suche. Einer von ihnen hatte die Waffe auf den Boden gelegt, um möglichst wenig bedrohlich zu wirken. Der andere war abgehauen. Doch für unsere beiden Samariter hatte das sehr nach Hinterhalt ausgesehen. Wie gut, dass es am Ende alles glimpflich verlaufen war. Wir grillten gemeinsam und lachten und verabschiedeten uns schließlich in die Nacht. Ich versprach auch weiterhin auf ihr Auto aufzupassen und meinte es auch so. Unfälle, Umwege und ein Zelt. In Beresino hatte Yannick einen kleinen Unfall. Nicht dramatisch, nicht mit dem Auto, eher mit Zombies. Aber es war genug, dass ich ihn in Elektrosawodsk abholte. Ich brachte ihn nach Beresino zurück. Wir beerdigten seine Leiche und anschließend traf ich auf dem Rückweg in Nischneue auf Erik. Ein kurzes, aber herzliches Wiedersehen. In Solnitschny entdeckte ich beim Zugevent ein Partyzelt. Ich musste lächeln. Es war, als hätte jemand gesagt, mach was draus. Und das tat ich. Ich brachte es nach Nischneue und stellte es dort auf. Vielleicht wird es bald ein Ort zum Ankommen. Zum Schluss? Heute waren es nicht die ganz großen Wendepunkte, die den Tag geprägt haben, sondern die stillen Verbindungen, die Vorsicht, die manchmal schützt und das Vertrauen, das manchmal wächst, obwohl man es nicht erwartet. Vielleicht ist das die eigentliche Kunst in Chernarus. Zu erkennen, wann man Abstand braucht und wann es sich lohnt, am Feuer zusammenzurücken. In diesem Sinne, bleibt am Leben und passt auf euch auf. Gezeichnet, Herz aus Gold.